So, willkommen zurück. Wir schippern hier gemütlich über den Fluss. Immer noch auf dem Weg und das lohnt sich schon wieder nicht. Das gibt's doch. Na jedenfalls, immer noch auf dem Weg zum Dschungel. Um ein bisschen Holz zu holen. Mit dem Boot kommt man echt schneller voran. Ich glaube sogar teilweise schneller als mit Schienen. Kommt natürlich nochmal drauf an, welche Schienen man nimmt. Wo ist... Jetzt ist das Boot schon wieder weg. Das hier abgekommen. Ach, Mann. Na gut, ist erstmal egal. Weg. Na gut. Erstmal wurscht. Wir wollen einfach nur zum Dschungel. Dschungel. Es sieht immer so aus, als wenn man gleich da wäre. Oder es nicht mehr lange dauert. Und eigentlich dauert es doch lang. Wir versuchen es nochmal. Boot, setzen, fahren. Wie man drüben Lavafelder, man sieht es auf der Mine. So, wenn ich jetzt weiter rum mitfahren, lohnt sich nicht mehr, ne? Dann halten wir nämlich hier an. Das hat sich schon wieder zerkracht. Ach nee, wieso schwimmt denn das zurück? Braucht es doch noch. Da ist das andere vielleicht auch durch. Hä, aber das andere, obwohl, hätte man ja wenigstens ein bisschen was sehen müssen, ne? Flug. Sehr gut eingesammelt. Ja, erstmal kurz. Unsere Nahrung muss ja auch wieder bis zurückreichen. Jetzt viel Bergwipfel da im Hintergrund, das sieht so geil aus. Wie es sich dann langsam aufbaut. Aber wir sind wegen was anderem hier. Beziehungsweise wir sind ja nur auf der Durchreise. Schon wieder Bergsteigen. Unsere Region hier besteht irgendwie nur aus Bergen. Ich weiß nicht. Berge, dann kommt ein Stückchen was anderes. Oh. Toll. Na gut.
Was ist denn das da hinten? Ach, ein Birkenbaum, der von Lava beschieden wird, oder was? Nehmen wieder unser Boot, es geht schneller. Da kommt man wenigstens das Stück, was man mit dem Fluss mit dem Boot fahren kann. Wenigstens das kommt man dann wesentlich schneller vorwärts. Das macht manchmal echt schon viel aus. Ja. Manchmal macht das ganz viel aus. Aber das würde jetzt eh in die falsche Richtung abdriften. Also geht's weiter. Stellt sich die Frage, ob es sich lohnt, aber ich glaube es fast nie. Und ich laufe auf dieser Seite, weil es schneller geht, als sich da hinten ständig berg hoch und runter zu quälen. Und am Ende noch von irgendwelchen sich anschleichenden Monstern gekillt zu werden. Hier kann man wirklich... Wow, okay. Schnell oben drüber switchen. Nicht ganz gut. Und ich würde sagen, diesmal nutzen wir die Gelegenheit und überspringen mal die Nacht. Weil jetzt kommt anscheinend nicht so schnell wieder ein Tag. Nein, ein Moment. Es kommt nicht so schnell. Überschaubares Gebiet. Ein Fluss, genau. Ein Fluss, wo man einfach davon schütteln kann. Mann, ich bin auch schon ein bisschen durch. Ich glaube, danach muss ich erstmal Pause machen. Eigentlich war heute gar nicht so viel los, aber wir hatten Weihnachtsfeier bei uns in der Firma. Oder, ja, doch, Weihnachtsfeier. Und Jubiläum. Und war ganz nett, war lustig. Aber es war halt doch auch irgendwo anstrengend. Und jetzt ist endlich frei. 1,5 Wochen. Frei. Das sind immer so die seltenen Momente, die man wirklich genießen muss, die man schon psychisch so sehr genießen will oder sich selbst auferlegt, die zu genießen, weil sie so selten sind. Oder übers Jahr so rar verstreut. Und sich dann selber so einen Druck macht, dass man es nie genießt. Oder man macht dann irgendwas, was zwar eigentlich Spaß macht in dem Moment, wo man sich danach wieder denkt, ach Mensch, jetzt hast du mal Zeit, jetzt hast du mir das und das gemacht. Au. Das sieht auch toll aus. Wow. Okay. Hat definitiv was. Voll das Tor. Na gut. Also wie gesagt, voll lustig. Hat Spaß gemacht. Jetzt muss man sehen, dass man die Freizeit, die man hat, wirklich nutzt. Und auf zweierlei Art und Weise nutzt. Zum einen nutzt wirklich im Sinne von, dass man das, was man die ganze Zeit immer vorhat, wirklich mal macht, weil es nur dann eben als genutzt vorkommt, die Zeit. Punkt 1 und Punkt 2, dass man, wenn man das, was man sich vorgenommen hat, nicht macht, sondern stattdessen irgendwas, worauf man gerade Bock hat oder ja, was einem aber trotzdem gerade Spaß macht, dann wirklich zu akzeptieren, okay, ich habe jetzt
zwar nichts gemacht, aber ich hatte dafür meinen Spaß. Ich habe die Zeit trotzdem genossen. Und bei mir geht's oft so, also das geht bestimmt vielen so, dass man sich also das werden besonders die Leute kennen, die auch schon arbeiten gehen. Die Schulgänger noch nicht so, aber das kommt leider noch. Wahrscheinlich. Dass man wirklich während der Woche nicht die Zeit hat oder die Lust hat, was zu machen. Also man kommt dann abends heim und ist total knütterhacke kaputt. Beziehungsweise hat gar nicht die... Wow. Man hat gar nicht die Lust, da groß noch irgendwas anzufangen zu machen. Vor allen Dingen, wenn es was ist, was man sich vielleicht erst noch anlernen muss oder antrainieren. Also jetzt nicht so Sachen, wo man sagt, ja, kann ich, macht Spaß. Sondern wo man vielleicht wirklich erst noch was dafür tun muss. Irgendwie ein Instrument, was man üben muss. Oder Digital Painting, was man üben muss. Das wäre es jetzt in meinem Fall. Und das ja auch mit Arbeit irgendwo verbunden ist. Und man halt keine Lust drauf hat. Und dann sagt er, gut, okay, es ist aber auch mitten in der Woche. Ich habe jetzt 9 Stunden gearbeitet oder teilweise 11. Finde ich jetzt nicht schlimm, dass ich das jetzt nie mache. So, und dann ist aber sich übelst aufs Wochenende freut und sagt, oh, hoffentlich wird bald Wochenende, dann kann ich endlich. Und wenn dann aber Wochenende ist, macht man es nie, weil man dann auch kaputt und faul und naja, was auch immer ist und es geht halt dann trotzdem nie vorwärts. Man wird trotzdem nur eine andere Sache machen. Abgammeln. Wow. Und ärgert sich dann aber wieder, dass man, also nach dem Wochenende dann, Sonntagabend, ärgert man sich, dass die Zeit rumgegangen, also so schnell rum ist. Dass es Sonntagabend schon ist, dass es wirklich so schnell ging und man 10 nichts gemacht hat, also wirklich gar nichts. Und dann empfindet man die Zeit als total verschwendet und so geht es total oft so. Also mir geht's fast jedes Wochenende so, oder jedes Wochenende. Und dann ist man wieder deprimiert von sich selbst, dass man nichts macht und nichts kann. Aber man hätte ja einfach nur am Anfang müssen. Also das ist schon ein richtiger Kreislauf. Und dann die ganze Arbeitswoche lang geht's wieder so. Und das nächste Wochenende aber, wo man ja denken sollte, ja gut, hast ja aus dem vorherigen gelernt, ist es trotzdem nie so. Man ist dann trotzdem kaputt und K.O. und hat keine Lust und macht's nie. Weil man denkt, ja, naja, kann ich ja morgen machen, kann ich ja nachher machen. Und schwuppdiwupp ist das Wochenende wieder um. Und wir haben es geschafft. Ah, wir haben es endlich geschafft. Und dann würde ich sagen, hören wir hier die Folge auf und machen beim nächsten Mal weiter. Holen uns da ein bisschen Dschungelwood. Und dann geht's wieder auf den Weg zurück. Bis dann. Ciao.